Ulrich Rink, Mitarbeiter im Klinikum Buch. Er hat die 65 schon überschritten, ist Vater und Großvater. Mit dem Palast der Republik verbindet ihn eine besondere Geschichte. In seinen Räumen erzählte er sie uns, als wäre es das Natürlichste von der Welt. Wir haben uns, als man mit dem Bau des Palastes begann, an den Chefarchitekten Graf Funder gewandt und haben bei ihm angefragt, wie denkt man sich dieses große Unternehmen, dieses große Bauwerk Rollstuhl zugänglich zu machen. Und es vergingen nur wenige Wochen, bis Genosse Graf Funder an uns herantrat und um Gespräche bat. Er kam dazu nach Buch heraus und wir saßen dann stundenlang mit ihm zusammen. Er hatte sämtliche Baupläne mit, auch sehr interessante Modellfotos. Und diese Gespräche führten dazu, dass alle Möglichkeiten erörtert wurden, wie man dieses Bauwerk Rollstuhl zugänglich machen kann. Wir haben dann noch einige Wochen, bevor der Palast eröffnet wurde, eine Funktionsprobe machen können mit etwa 15 Rollstuhlfahrern. Und wir haben dann den ganzen Palast kennengelernt, sind durch sämtliche Etagen gefahren, bis in den Keller runter, bis in den Jugendtreff und das Bowlingzentrum. Wir waren im großen Saal, haben den getestet. Wir waren sogar im Saal der Volkskammer, haben den getestet und konnten feststellen, dass sogar ein Rollstuhlfahrer als Abgeordneter tätig sein könnte. Insgesamt gesehen waren wir sehr zufrieden mit dieser Arbeit. Und was für uns besonders wichtig ist, die Arbeit setzt sich fort. Nachdem Genosse Graf Funder Chefarchitekt im neuen Stadtbezirk geworden ist, hat er die Kontakte zu uns weitergeführt und wir sind jetzt schon seit über einem Jahr mit ihm in ständiger Berührung, um dort auch die öffentlichen Gebäude, die Verkehrswege und alles Rollstuhl zugänglich zu machen. So lassen sich nicht zuletzt durch die Aktivitäten der Rollstuhlfahrer selbst Barrieren vermeiden. Beim Neubau daran zu denken, ist eine Möglichkeit. Die andere, durch Ideen und Bemühungen von uns allen zu helfen, die vorhandenen Hürden zu überwinden. Das Los der Rollstuhlfahrer zu erleichtern, kann natürlich nicht nur die Aufgabe von staatlichen Institutionen und ihren Mitarbeitern sein. Wir alle können dazu wesentlich beitragen. In einer Alltagssituation haben wir einmal beobachtet, wie die Mitmenschen auf die Wünsche und Bedürfnisse eines Rollstuhlfahrers reagieren. Dabei ist zu bedenken, dass unsere Haltung, unser Auftreten ihnen gegenüber entscheidend ihr Gefühl prägt, voll einbezogen und nicht ausgestoßen zu sein. Ja, hinten ein bisschen hochkippen so, denn ja, nee, so lang, ja. Mancher ging achtlos vorüber, zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Doch erfreulich war, dass die meisten ohne zu zögern halfen, auch wenn der Umgang mit dem Rollstuhl für sie ungewohnt erschien. Wie am besten geholfen werden kann, wir ließen es uns einmal genau zeigen. Passen Sie mal auf, da muss ich rückwärts ran. Wie geht denn das? Und jetzt müssen Sie den Rollstuhl ankippen, ganz nach hinten. Ganz doll, ne? Ja, stark nach hinten kippen, so, ja. Dankeschön. Und wenn Sie wieder runtergehen, wie geht es da? Das geht im Prinzip ganz genauso. Sie müssen den Rollstuhl wieder ankippen. Sollen wir es mal probieren? Ja, können wir mal machen. Sie müssen den Rollstuhl wieder ankippen. Auch wieder nach hinten. Auf gar keinen Fall nach vorn fallen lassen, ja? Dankeschön. Querschnittsgelähmte, so stark sie auch behindert sein mögen, erleben ihre Umwelt wie jeder andere auch ohne geistige Behinderung. Deshalb ist eine sinnvolle Arbeit, die sie ausführt und ihrer Behinderung angepasst ist, auch für ihr Leben sehr wichtig. Welche Möglichkeiten haben sie zum Arbeiten? Welche Probleme tauchen dabei auf? Arbeitet als Ökonomin in der Abteilung Wirtschaftskontrolle eines Berliner Zweigbetriebes des GET Magdeburg. Ein Rodelunfall fesselte sie an den Rollstuhl. Von ihr und anderen Querschnittsgelähmten erfuhren wir, dass es keine Schwierigkeiten bereitet, eine geeignete Arbeit zu finden. Das ist auch gesetzlich klar geregelt. Selbst wer an das Zuhause gebunden ist, kann, wenn er will, eine Heimarbeit übernehmen. Das entscheidende Problem ist das Verhalten der Kollegen im Arbeitskollektiv. Wie die Kollegen zu ihren und den Problemen Behinderter stehen, erfuhren wir von der Abteilungsleiterin. Wir wussten nur aus bestimmten
Presseveröffentlichungen, aus der ganzen Problematik, dass man den Menschen kein falsches Mitleid zeigen soll, überhaupt nicht zu viel Mitleid, sondern ihnen beweisen muss und ihnen immer zeigen muss, dass sie was können und dass sie gebraucht werden. Und so sind wir auch von Anfang an herangegangen. Wir hatten ihr dann gleich gesagt, wir wissen jetzt nicht, Sie sind uns neu, wir können uns in Sie nicht hineinfühlen. Wir helfen Ihnen gern, aber das, was Sie selber machen können, das machen Sie selbst. Und wenn Sie Hilfe brauchen, dann sagen Sie es. Wir sind jeder gern bereit, Ihnen zu helfen. Und so sind wir herangegangen und ich glaube, das war das Beste, was wir machen konnten. Wird Ihnen in diesem Kollektiv Ihre Behinderung eigentlich besonders deutlich, dadurch, dass es gesunde Frauen sind? Anders gefragt, würden Sie lieber in einem Kollektiv mit nur Behinderten arbeiten? Wie ist das? Wie sehen Sie das? Also ich würde sagen, meine Kollegen neben mich, wie ich bin, sehen das gar nicht mehr, dass ich im Rollstuhl sitze. Gehöre eben einfach dazu. Und nur bei Behinderten möchte ich nicht arbeiten. Warum nicht? Naja, da kommt vielleicht mal eine Stimmung auf, wo man sich gegenseitig bemitleidet oder so. Ja. Wo man sich dann gegenseitig seine, was weiß ich, Tragödien erzählt. Und das nützt auch nichts? Nee, Ne? das nützt nicht.